Bei der Stucktür haben wir uns für den Farbton Weiß mit Charakter entschieden. Nachdem die Tür bereits lackiert wurde, geht es schon an die Stuckverzierung. Dazu schneidet ihr das selbstklebende Stuckband in die gewünschten Maße zu. Bei uns sind die Stuckrahmen 45 cm breit und 60 cm lang. Als nächstes zeichnet ihr euch die Abstände ein, die der Rahmen haben sollte, um mittig auf der Tür positioniert zu sein. Die einzelnen Teile der Rahmen klebt ihr anschließend sorgfältig auf die Markierungen auf. Dann gleicht ihr kleine Abstände zwischen den Rahmenteilen einfach mit Spachtelmasse aus. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, könnt ihr die Rahmen auch schon lackieren. Wir haben uns für Ton in Ton entschieden und die Stuckrahmen ebenfalls in Weiß mit Charakter gestrichen.